Das ist der American Dream und ich kann das nur Ja. beisteuern und bestätigen. Die Innovationskraft ist gigantisch. Das amerikanische Wirtschaftswachstum ist bei 3,8%. Wir sind aktuell immer noch bei 0,1 wahrscheinlich. Und man merkt einfach, die wollen voran, die wollen Gas geben, die wollen einfach für die nächste Generation noch besseres Leben ermöglichen. Und wir sind irgendwie wohlstandsverwahrlost, saturiert und ja, haben irgendwelche linken, woken Gehirnfürze im Kopf, die uns aber Und wir sind kein Brot. gefangen, Marc. Wir sind Ja, einfach gefangen. Wir sind gefangen. Ich sag's, du hast es bei uns ja neulich sehr radikal gesagt, als du über die EU gesprochen hast. Wir sind gefangen in einem Regulations- und Bürokratismus-Monstrum namens EU. In Amerika, Talk of Town, die neuen Apple-Übersetzungskopfhörer, die in Europa nicht verwendet werden dürfen. ja. Ja, diese neuen Übersetzungskopfhörer, Gamechanger. Innovation ist gar kein Ausdruck Ja, dafür. Das ist die Gamechanger. Überwindung der Mhm. biblischen Sprachverwirrung. Das ist die Überwindung Ja, von Babylon. ja, Ja? Und diese Kopfhörer können Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch ja, und ich glaube Portugiesisch. Es ja. gibt genau einen Kontinent auf der Welt, wo man diese 5 Sprachen braucht. Und da sind die Dinger aber verboten. Wenn man in Amerika ist, dann erscheint einem der Blick auf das, was wir hier in Europa durch Regularien und durch Bürokratismus anrichten. Absurd. Es muss einem geradezu bösartig vorkommen. Durch verrückte, am Ende kollektivistische Ideen. Das ist das erste Mal, dass eines der beiden großen politischen Lager in Amerika sich dem Kollektivismus hingegeben hat. Und das ist in Amerika einfach nicht mehrheitsfähig. Und ich würde sagen, zu We own the flag, we own patriotism, würde ich noch hinzufügen, we own wealth, ja, Ja. Wohlstand, Wachstum. Das ist so krass verankert einfach gerade im konservativen Lager. Ich wünschte, die deutschen Konservativen würden begreifen, dass das halt genau der Weg ist. Ja? Aufstiegsversprechen, Wohlstandsversprechen, Werteversprechen. Also erstmal haben die Amerikaner einfach für Private Aviation Sicherheitsvorkehrungen abgeschafft. Ja, so, du bist halt 3 Minuten vor Abflug am Flughafen, Steigst gehst in ein, ein fliegst los. Flugzeug, Ja, ja. die Turbinen laufen schon, dann schiebt er den Hebel nach vorne und wumm bist du in der Luft. Ja, auf dem Flughafen von Scottsdale stehen, glaube ich, mehr Gulfstreams, als bei uns auf dem Supermarktparkplatz bei Aldi Polos stehen. Ja. Gulfstream. Nee, es ist so ein Sagen, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beziffern, wo Wohlstand in Amerika, ich würde mal sagen, Wohlstand fängt in Amerika inzwischen bei vielleicht 10 Millionen Dollar an. Hm. Darunter ist Mittelschicht. Reich 50, 80, 100 Millionen Dollar. Darunter ist nur Wohlhabend. Das sind vollkommen andere Dimensionen. Alles getrieben von Drill, Baby Drill, billige Energie, Innovation, die mit billiger Energie befeuert wird. Und wir erzählen uns hier gegenseitig, dass die Welt uns um unsere Windmühlen beneidet. Da ist ein vollkommen anderer Geist, der herrscht. Ich sage inzwischen immer, sobald du Deutschland verlässt, dafür muss man nicht nach Amerika fliegen, aber sobald du Deutschland verlässt, reist du in die Zukunft. In Ja. jedem Land, ob du nach Polen, nach Holland, in die Ja. USA, China sowieso, ja, fährst, du bist in der Zukunft. Und ich sage dir eins, weil wir gerade noch bei Flugzeugen waren. In Amerika ist das Internet in der Luft schneller als in Deutschland am Boden. Hm. Das Ja. ist Traurig, das ist traurig. Ja. das ist der ganze Satz. Du Ja. fliegst mit United, du klickst auf Streaming für 8 Dollar, hier klickst du auf die trübselige Telekom bei Lufthansa für 9 Euro, 12 Euro, 15 Euro und hoffst, dass deine WhatsApp durchgeht. Und da knallst du dir dann halt so ein Fußballspiel rein. Und jetzt rüsten sie auch noch auf in 4K. Starlink. Ja, und jetzt rüsten sie auch noch die Flugzeuge auf Starlink. Es ist absurd. Und wir reden über Handyempfang in Ja, Deutschland. ja. Und Die sind sprengen so noch Kühltürme der AKWs. Also das sagt eigentlich de facto tatsächlich alles. Ja. Und ich glaube, die Rede von Donald Trump vor der UN und auch vor Annalena Baerbock war, glaube ich, ein Schlag ins Gesicht für den ganzen linken, woken Virus. Er hat eigentlich knallhart das gesagt, was wir eigentlich alle schon wussten, aber er darf es ansprechen, weil wenn wir das ansprechen würden, werden wir gleich stigmatisiert als zurückgebliebene Hinterwäldler, als Nazis natürlich. Sowohl die Liberalen, also die linken Mainstream-Medien in den USA, aber vor allem auch die deutschen Medien haben sich ja wirklich demaskiert und haben ihre wahre hässliche Fratze gezeigt, indem sie, wie ich finde, misanthropisch eigentlich ihr wahres Gesicht gezeigt haben, indem sie versucht haben, Kirk zu framen als homophob, rechtsradikal, rechtsextrem sogar, frauenfeind, Sexist etc. pp. Waren alles Lügen. Was ist dein Eindruck gewesen als Medieninsider? Wir sind in Leipzig 88 und es bricht ein
eine Ideologie zusammen, die ich jetzt nicht Regime nennen möchte, die sich in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren zunehmend wie ein Regime benommen hat und auf den Zusammenbruch ihrer verrückten Ideen mit den Mitteln des Regimes reagiert. Repression, Einschüchterung, Überwachung, Anschreien, Propaganda, noch plumpere Lügen. Und die öffentlich-rechtlichen Medien sind der politische Arm dieser zusammenbrechenden Ideologie, genau wie die aktuelle Kamera der mediale Arm des kollabierenden Sozialismus war. Was wir erleben, ist eine genauso kollabierende, kollektivistische Ideologie, wie der Sozialismus es auch war. Bei uns heißt es halt Grüne und Energiewende, hat viele verschiedene Namen. Es ist der Komplettkollaps einer kollektivistischen Ideologie, die ein historischer Irrweg war. Die Medien sind die propagandistischen Begleiter davon. Und das Einzige, was aus meiner Sicht aktuelle Kamera und Dunja Hayali noch unterscheidet, ist, dass die Zeitzeugen bei der aktuellen Kamera vermutlich sagen würden, also ganz so plump hätten wir es jetzt nicht gemacht. Ja, wir hätten es versucht. Ja, peinlich, ja. Bisschen subtiler, das den Leuten noch einzureden. Diese Leute sind im Überlebensmodus. Das ist eine Kaste, das ist eine Elite, das ist ein winziger Kreis von Leuten, deren Einkommensmodell seit Jahrzehnten Umverteilung auf Top-Level ist, wie es das nirgendwo auf der Welt gibt. Wie es das in der DDR nicht gegeben hat, wie es das in keinem kapitalistischen System gibt. Dass jemand wie Jan Böhmermann 600.000 Euro im Jahr verdient. Dass jemand wie Emilia Vester, die jetzt glücklicherweise arbeitslos ist, 16.000 Euro im Monat verdient. Dass Annalena Baerbock auf unsere Kosten für, man weiß es ja nicht so ganz genau, 250.000, 300.000 Euro plus natürlich Miete, Schulgeld für die Kinder, nach New York darf, obwohl es nichts gibt, was sie kann. Sie kann ihre eigene Sprache nicht, sie kann die Sprache des Landes nicht, in das sie geflogen ist. Selbst das gerade Ausgehen fällt ihr teilweise manchmal schwer, wenn ich das auf Social Media beobachte. Natürlich hat diese Kaste jedes Incentive mit maximaler Brutalität und Härte gegen alle loszuschlagen, die ihre Macht in Frage stellen. Und Charlie Kirk hat ihre Macht in Frage gestellt. Charlie Kirk war Antikollektivist. Charlie Kirk war nicht fundamentalistischer Christ oder irgendwie sowas. Der hatte seine Werte aus dem Glauben und nichts fürchtet der Kollektivist schon immer mehr als die Kirche, den Glauben und die Familie. Warum? Weil der Kollektivist den Menschen vereinsamt sehen will, um ihn zu kontrollieren. Darauf ist kollektivistische Ideologie angewiesen. Sobald du dich in die Subsidiarität zurückziehen kannst, sobald du sagen kannst, das ist mein Haus, das ist meine Familie, das sind meine Werte, und wenn du dann sogar noch in Amerika, herrlich bei mir in Phoenix, mein Frühstücksrestaurant hatte ein Schild, no smoking, no guns. Wenn du dann auch noch eine Waffe zu Hause hast und sagst, wenn der Staat kommt, ich kann es auch verteidigen übrigens, ja, wenn die mir meine Sachen nehmen wollen. Natürlich fürchtet der Kollektivist nichts mehr und deswegen musste Charlie Kirk medial in Deutschland dran glauben.